Herzlich willkommen bei Bricks Go Wild, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Christoph, mich kennt ihr vielleicht. Und dort hinten ist Rita, die gerade, glaube ich, wieder irgendwelche Figuren zusammensetzt. Das Thema des heutigen Videos, ihr habt uns in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, es ist schon Ewigkeiten her, dass wir mit euch einfach wieder mal ein bisschen durch die Stadt gegangen sind und einen kleinen Rundgang hier gemacht haben. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich richtig. Es sind außerdem viele neue Zuschauer bei uns am Kanal mittlerweile. Herzlich willkommen. Die haben vielleicht noch gar nicht das ganze Ausmaß dieser Lego-Anlage gesehen. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen uns einfach jetzt mal wieder die Kamera mit und schauen, was es da alles zu sehen gibt für die treuen Zuseher unter euch. Da gibt es natürlich auch immer wieder was. Wir sind gerade am Bauen. Es sieht dementsprechend aus. Überall sind Kisten, überall sind Sackerl mit Legosteinen. Also wir sind gerade voll am Bauen. Wir fragen da natürlich auch bei Rita nach, was sie so macht. Aber jetzt eines nach dem anderen. Wenn wir bei uns in die Lego-Stadt reinkommen, dann ist natürlich nicht zu übersehen der große Stadtplatz mit dem Stadtzentrum. Wir haben alle Modular Buildings, die Lego herausgebracht hat. Wir haben uns sogar ein paar nachgebaut, die mal die Ideas-Einreichungen waren, die es aber dann leider nicht geschafft haben. Hier fährt natürlich auch der Zug durch. An dieser freien Stelle, wo jetzt dieser Wohnwagen steht, soll mal ein großer Bahnhof hinkommen. Im Moment steht hier nur dieser gelbe Bahnhof als Platzhalter und hier ist wirklich jede Menge los. Ich glaube, wir haben, weiß ich gar nicht, über 2000 Figuren insgesamt in unserer Stadt. Der Großteil davon ist natürlich hier im Stadtzentrum unterwegs. Hier gibt es jede Menge kleine Szenen, jede Menge Geschichten werden hier erzählt. Wir haben auch viele andere YouTube-Kollegen schon in unserer Stadt verewigt und selbst natürlich auch hier in der Mitte vor dem Stein, wo der Kinderwagen steht, hier sieht man ihn jetzt und da tut sich also einiges, also ich glaube, wir könnten da auch ein Video allein zum Stadtplatz und zu den Geschehnissen rundherum machen. Es geht dann weiter hier in den etwas aufgelockerteren Bereich der Innenstadt mit vielen Geschäften, wo Autowerkstatt, Lego Store und Restaurant nebeneinander sind. Hier weiter hinten Spielzeuggeschäft, der Quickie Mart darf natürlich nicht fehlen, die Polizeistation, weil wir immer gefragt werden, welche unsere Polizeistation ist. Wir haben die neue Modular-Polizeistation und natürlich auch eine aus den 1990er Jahren. Dieses Parkhaus macht sich extrem gut. Ist ein großes Gebäude, das wirklich was hermacht in unserer Stadt. Dann geht es hier weiter bei der großen Tankstelle vorbei, wo immer viel getankt wird, da die Benzinpreise sehr günstig sind. In den hinteren Teil der Innenstadt auch hier mit Krankenhaus, mit einem Autohändler und auf der anderen Seite ist natürlich unser wunderbares Einkaufszentrum, welches, ich glaube, über 20.000 Teile hat. Es sind auch mehrere 100 Figuren da drinnen, die alle einkaufen. Da gibt es auch ein mehrteiliges Video dazu, falls ihr euch das noch nicht angesehen habt, wäre das natürlich auch eine Empfehlung von uns. Dahinter wird gerade an der Baustelle an einem Parkhaus für das Einkaufszentrum gebaut. Viele Zuseher haben uns immer wieder gefragt, ob das wirklich auch jemals fertig wird. Es sind hier so viele Bauarbeiter im Einsatz, so viel schweres Baugerät, dass deswegen denke ich, ja, irgendwann wird das mal soweit. Hier wird gerade die Auffahrt mit diesem großen, tollen Kran hier montiert. Ich bin kein Bauingenieur, ich kenne mich da nicht so aus, aber wir haben Emmet mit dabei und dann wird das sicher ganz nett. Hier hinten ist der Park, den Rita jetzt auch demnächst, glaube ich, mal fertig machen wird. Hier kommt ein kleiner Ententeich hin, Spielplatz ist schon zum Teil fertig. Wir haben auch ein paar Sets aus der Lego Bricklink Designer, Adult Fan, Designer Program, keine Ahnung was Serie. Da ist zum Beispiel dieser Science Tower, den ich besonders gerne mag. Hier zum Beispiel vorne auch das Fahrradset, wo man sich die Fahrräder ausleihen kann. Und ja, so geht es weiter nach hinten in den etwas ländlichen Bereich. Wir haben auch jede Menge Züge natürlich. Hier der sagenumwobene, legendäre Metroliner, mein Lieblingszug übrigens, aus der 9-Volt-Serie. Hier haben wir jetzt mal pro forma auch einen Bahnhof hingestellt aus den frühen 2000ern, gespiegelt einmal, damit man vorne und hinten begehen kann. Es geht dann weiter hier zum Bauernhof, wo sich auch immer wieder was tut. Da sind wir am Überlegen, ob wir nicht diesen kleinen Wald hier mal weggeben. Auf der anderen Seite ist hier, glaube ich, irgendwo der Jäger der verklemmten Steine, der sich hier Holz für seine Holzfällerhütte oder für sein, keine Ahnung, für seine Möbelfabrik zusammen sammelt. Hier hinten der Bauernhof wurde auch immer wieder überarbeitet, es ist aber noch immer platzfrei. Leider hat Lego ja in Sachen Bauernhof in letzter Zeit sehr wenig ausgebracht. Wir haben uns teilweise diese Ställe, dieses Schweinchengehege und so weiter selbst zusammengebaut, aber das mit den Silos und Traktoren sieht auch recht cool aus. Genau daneben die Vestas Windanlage,
Forstpolizei. Hier gibt es einen kleinen Güterbahnhof, so ein Abstellgleis für unsere 9-Volt-Waggons. Und hier hinten wird natürlich auch wieder fleißig getankt, denn unsere Lego-Freunde sind ja fleißig mit dem Auto unterwegs. Und dann geht es hier in Richtung des großen Güterbahnhofs, wo wir Rita begrüßen dürfen, die, ich glaube, für die Minifiguren-Serie, was ist das? Minifiguren-Serie? Ja, für ihre Serie, wo sie Minifiguren zusammenbaut, von unseren Zusehern. Ich dachte schon, es gibt eine neue Minifiguren-Serie. Genau, für meine Kollegin mache ich gerade die Arbeit, damit sie dann natürlich später wieder beim Einwohnermeldeamt ein Video machen kann. Und ich habe schon wieder dieses Mal eine lustige Liste hier, weil ich keinen anderen Zettel bekommen habe. Lustig. Dass die auf so komische Notizblöcke kommt. Dadurch, dass wieder mein Tablet am Akku schwächeln ist, habe ich jetzt mir gedacht, ich bin wieder oldschool unterwegs. Irgendwie mit dem Aufladen habe ich es nicht so. Aber ganz egal. Wir sind gespannt, was da wieder kommt. Genau. Das wird ganz fantastisch. Hier hinten, wir gehen weiter. Ja. Wir stören dich nämlich jetzt nicht, weil du bist schwer bei der Arbeit. Ist der Güterbahnhof, wo sich natürlich auch noch einiges tun wird. Wir haben hier noch jede Menge Freifläche, die wir noch nicht verbaut haben. Hier sind ein paar tolle Sets aus den 1990ern. Natürlich allen voran die Monorail-Endstation hier. Dieses Cargo-Terminal in doppelter Ausführung. Güterzüge en masse, die hier be- und entladen werden. Wir haben auch hier mehrere Lokschuppen stehen, wo die Loks parken. Wie gesagt, das ist ein Bereich, der auch in nächster Zeit noch einer intensiven Revision unterzogen werden wird. Ich möchte das so handhaben, dass einfach hier zwischen den Gleisen, vielleicht kennt ihr noch die Lego-Kataloge aus den 1990ern, da war immer hier jede Menge auch zwischen den Gleisen los. Hier wird abgeladen, eingeladen und so weiter. Geröll liegt hier rum, Koffer, alles Mögliche. Das möchte ich auch noch, Fässer und so weiter. Also hier wird sich noch einiges tun. Wir haben relativ viele Züge. Das ist mein Steckenpferd. Verzeihung, da bleibt mir direkt die Stimme weg. So wie Rita gerne ihre Figuren mag, sind es bei mir die Züge, die mich begeistern. Ich glaube, wir haben alle 9-Volt-Züge und auch von den neueren Serien fast alles. Ist total super, hier die Züge fahren zu lassen, was wir demnächst natürlich auch wieder mal machen müssen. Haben wir jetzt eigentlich schon längere Zeit nicht mehr, aber das kommt wieder, liebe Freunde. Hier der Horizon Express, natürlich einer der absolut coolsten Züge. Im Hintergrund seht ihr dann noch das ländliche Gebiet, welches jetzt gerade auch überarbeitet wird. Hier kommt ein kleiner Bach, der hier so rund um diesen Wald oder Hain fließt. Da braucht man natürlich relativ viele Blätter und Grünzeugs, was nicht so leicht zu bekommen ist, aber da werden wir uns auch bemühen, dass wir da bald wieder Nachschub haben, oder haben wir ja sogar schon vom Legoland, nur noch nicht verbaut. Dann geht es hier weiter über die große Brücke in Richtung der Mine. Hier ist auch einiges vorbereitet, aber noch nicht fertig. Ich habe die Mine hier so in diesen Berg integriert. Das sieht eigentlich wirklich ganz cool aus, finde ich. Hier gehört aber natürlich noch viel mehr Relief und viel mehr Gesteinsformationen und so weiter. Das sollte auch hier über die Gleise noch weitergehen. Dann geht es hier weiter zum Winterdorf auf dem Berg oben. Tut sich auch einiges. Hier ist das Snowboarder-Hotel, das Krankenhaus und das Chalet. Hier kann man mit dem Sessellift rauf und runter fahren. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das haben wir im Winter gemacht. Die große Snowboarder-Piste oder Skipiste ist hier natürlich auch, die wir hier komplett in den Berg eingebaut haben. Das erkennt man fast nicht wieder. Hier fährt der Weihnachtszug durch, auch durch den Tunnel übrigens. Auf der anderen Seite fährt der andere Zug durch. Und hier tut sich natürlich auch einiges. Wir haben fast alle dieser Weihnachts-Winter-Village-Sets. Hier fliegt auch Santa Claus übrigens. Und ja, das ist auch immer wieder ein Projekt, welches wir natürlich speziell im Winter gerne machen. Im Sommer, jetzt wo die Temperaturen sehr heiß sind, steht hier alles still, aber im Winter sind wir hier zum Teil zu dritt oder zu viert am Bauen und die Ideen überschlagen sich. Wir haben zum Beispiel auch jetzt relativ neu dieses Eishockeyfeld hier dazu bekommen. Da sind wir immer noch am Überlegen, was wir damit machen, aber ihr schreibt uns da immer so coole Kommentare. Dann geht es hier weiter zum Campingplatz, wo wir das große Baumhaus aus der Lego Ideas Serie hier montiert haben, welches ja als Ferienhotel zu mieten ist. Hier ist dann der normale Campingplatz, wo relativ viele Wohnmobile unterwegs sind. Natürlich, Lego hat immer wieder Wohnwegen und Wohnmobile rausgebracht, was wir sehr cool finden. Und hier hinten geht es dann ein bisschen in eine wildere Gegend, und zwar ist hier aus dieser Dschungel-Expeditionsserie
diese Flugzeugabsturzstelle mit dem Schatz auch, das ist ein bisschen natürlich, das Flugzeug ist genau dort abgestürzt, wo der goldene Schatz ist, wie könnte es anders sein. Das ist eine Ecke in der Stadt, die die meisten noch nicht kennen, weil man die, egal von welcher Seite man filmt, immer etwas schwer zu sehen bekommt. Aber das soll ja auch so sein, denn den Schatz soll ja nicht jeder finden, nicht wahr? Und dann kommen wir in den ganz großen Vergnügungspark. Das ist auch Ritas Werk mitunter, wo wir die großen Sets der letzten Jahre aufgestellt haben. Im Prinzip alles, was nicht in die Stadt per se passt, zum Beispiel das Haunted House, die Apokalypseburg, Joker Manor, Piratenschiff und so weiter. Das verfrachten wir hier alles in den Vergnügungspark. Hier seht ihr auch die große Achterbahn, das Riesenrad, das Karussell. Der Bereich oder der Park unterteilt sich in folgende Bereiche. Wir haben hier einen kleinen Jurassic Park Bereich, der wirklich sehr mikroskopisch klein ist. Dann gibt es hier eine kleine Western, ja, eigentlich nur eine Linie, wo hier der Zug steht und links und rechts ganz wenig ist. Hier haben wir auch leider wenig Sets. Ein paar aus der Lone Ranger Serie, hier seht ihr den Zug und ich glaube die Sheriff, die Bank oder was das ist. Dann ist hier Apokalypseburg, also Lego Movie 2, wo wir auch viele Figuren platziert haben natürlich. Dann geht es nach hinten, hier ist der Disney-Bahnhof, Batman, hier vorne, das müssen wir jetzt auch nochmal überarbeiten, ich glaube, das machen wir zu Halloween, vielleicht ist der Gruselpark, hier sind also viele Skelette unterwegs, hier seht ihr das alte Haunted House neben dem neuen Freefall Tower, relativ viel von Hidden Side, weil das passt hier wirklich perfekt rein und hier seht ihr ganz spookige Sachen, also wie gesagt, wenn ihr da einen detaillierteren Einblick wollt, dann schaut einfach in unsere Videos rein, da haben wir immer wieder, wenn wir was aufgebaut haben, das auch im Detail gefilmt. Ja, hier tut sich wirklich einiges und ich kann nochmal betonen, Hidden Side hat sich hier wirklich als tolle Serie entpuppt, die von vielen unterschätzt wurde irgendwie. Wir haben auch einiges in die Stadt eingebaut sogar, aber hier zum Beispiel seht ihr das Gefängnis, hier seht ihr den Leuchtturm, den Zug, den Bus, also ja, kann man sagen, das ist natürlich ein bisschen zu viel, aber es ist ganz nett, hier wird gegruselt bis zum geht nicht mehr, die Achterbahn ist ein Mock, Gruselachterbahn, auch ganz cool geworden. Dann geht es hier weiter in den Piratenpark, da muss ich jetzt auch endlich mal weiterbauen. Das große Piratenschiff, hier ist alles unter Wasser gesetzt, das heißt, unsere Vergnügungsparkbesucher müssen hier mit so kleinen Ruderbooten durch den Park durchfahren. Das heißt, es gibt mehrere Anlegestationen, hinten ist noch nicht ganz fertig, auch mit der Barracuda Bay. Und dann können die Leute hier so durchpaddeln und können sich dann in die Abenteuer der Piraten stürzen, hier mit der Achterbahn und mit diesem Drehgestell und hinten ist so auch sowas, was sich so dreht und die können da überall an Bord gehen, auch auf die Schiffe und können sich das ansehen. Dann kommen wir noch zum Harry Potter Bereich. Hogwarts lässt grüßen. Wir haben, ich glaube, von den älteren Harry Potter Sets, also den ab 2018 erschienenen, fast alle Sets. Hier auch sogar der Hogwarts See. Hier tut sich einiges, auch die Winkelgasse ist mit von der Partie, das ist der offizielle Eingang, der Haupteingang des Vergnügungsparks, wo man hier reingeht. Hier gibt es dann natürlich auch später noch nach wie vor Souvenirs zu kaufen, ich glaube Butterbier kann man sich hier kaufen und so weiter. Das heißt, hier seht ihr alle möglichen Harry Potter Sets aufgestellt, da hinten fährt der Disney-Zug und es geht noch weiter mit Harry Potter, mit diesem Koffer aus den fantastischen Tierwesen. Es fliegt auch eine Kutsche, wie ihr seht, und im hinteren Bereich, und das ist auch der letzte Bereich des Vergnügungsparks, jedenfalls für den Moment, ist noch der Disney, der Disney-Abschnitt mit dem großen Disney-Schloss, welches, glaube ich, Ritas Lieblingsset ist. Jetzt ist sie übrigens hier, ich weiß nicht, was sie jetzt dort bei meinem Wolkenkratzer macht. Hier sind auch einige Disney-Figuren aufgestellt, Winnie Pooh und so weiter, also hier gibt es einiges zu sehen. Irgendwo haben wir auch den Hogwarts Express, der ist dort hinten abgestellt beim Abstellgleis, da momentan das Hauptgleis vom Disney-Zug befahren wird. Und damit kommen wir weiter in den Wohnbereich. Wir haben hier eine große Monorail-Station für die Leute, die in den Vergnügungspark gehen wollen. Und hier ist jetzt der Wohnbereich, wo Häuser stehen, die Lego in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hervorgebracht hat. Wir haben auch einige Mocks, das ist mein Elternhaus. Und neben den Simpsons rechts, das mit dem rot-schwarzen Dach, ist Ritas Elternhaus. Da sind natürlich auch alle Figuren genauso detailgetreu nachgebaut. Zum Beispiel ist mein Vater hier gerade im Pool, was er gerne macht und so weiter. Meine Mutter trinkt Kaffee drinnen und so weiter. Wir haben auch hier sogar einige Harry Potter Sets aufgebaut. Und zwar ist der Ligusterweg hier eigentlich als normales Wohnhaus sehr gut platziert, finde ich, genauso wie die Simpsons hier eigentlich perfekt reinpassen. Wir haben zuerst geglaubt, wir geben die in den Vergnügungspark, aber das
das passt hier genauso. Hinten seht ihr die große Autowerkstatt, was auch eigentlich eines meiner Lieblingssets ist. Tollen Spielwert, wirklich viele Funktionen, also echt cool. Und ja, Lego hat in den speziell Anfang 2000er Jahre bis 2010 tolle Creator-Sets rausgebracht, tolle Wohnhäuser, die auf der einen Seite von allen Seiten zu sind, auf der anderen Seite auch sehr gut bespielbar. Hier hinten ist das Fußballfeld, das haben wir hier hingetan, ist auch immer wieder sehr gerne gesehen. Da hatten wir sehr große Probleme, das irgendwo zu platzieren, wo es nicht irgendwo im Weg steht, aber jetzt haben wir es. Wir haben sogar noch ein paar dieser Kameramann und so weiter nachgekauft, damit das alles ein bisschen ansehnlicher ausschaut. Da werden wir auch noch ein bisschen weiterbauen. Hier hinten in dieser Gegend ist dann auch das Basketballfeld. Da haben wir noch gar nichts gemacht, außer es zu platzieren. Und dann kommen wir hier in den neueren Bereich der Innenstadt, wo jetzt gerade die Arcade am Bauen ist. Ich warte da schon relativ lange auf meine Bestellung mit den sandblauen Teilen, damit ich endlich das Gebäude noch aufstocken kann. Hier sind relativ viele neue Sets. Wir haben zum Beispiel den Skatepark von 2021 hier integriert, auch das Rathaus aus dem großen City-Set. Also hier ist der neuere Bereich, der aber noch überarbeitet wird. Hier auch ein kleiner Lego-Store und natürlich nicht zu übersehen unser Wolkenkratzer mit den ganzen Balkons, den seht ihr dann von der Rückseite nochmal, wo Rita immer mit ihren Figuren zugange ist. Das ist eigentlich der einzige Grund, das war übrigens auch eine Einsendung von unseren Zusehern, warum dieser Wolkenkratzer hier steht, ist, damit dieser Holzpfosten hier verkleidet ist. Wir haben ja, wie ihr seht, mehrere Holzpfosten, da wir hier am Dachboden sind, im Layout, und wir haben da tolle Ideen bekommen, wie wir zum Beispiel auch dort hinten, wo eher Natur ist, den Holzpfosten noch verkleiden können, und ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Hier haben wir dann nochmal einen Bahnhof, einen Stadtplatz, einen zweiten, und hier ja die ganzen Sets, die Lego in der letzten Zeit so rausgebracht hat. Restaurants, Museum, Lego Store, Süßigkeitenladen, die Ghostbusters Feuerwehr natürlich, darf man nicht vergessen, ein sehr tolles Set. Hier ein Blick auf den zweiten Stadtplatz, wo wir hier diese Jubiläumssets aufgebaut haben. Das ist so eine Art Display, die Leute kommen hier vorbei und schauen sich das an. Ich habe zuerst überlegt, ob wir die nicht in den Vergnügungspark geben, aber hier passen sie, finde ich, auch ganz gut. Hier ist auch eine kleine Konzertbühne, wenn ihr sehen wollt. Das sieht wirklich nett aus hier mit den ganzen Modular Buildings. Und jetzt kommen wir in den Bereich, der dann hier über den Bahngleisen ist. Wir haben hier noch ein bisschen Platz, das ist aber so gewollt, denn unser Projekt soll natürlich auch in Zukunft weiter wachsen können. Wir haben hier jetzt mal das Arkham Asylum, also das Batman-Gefängnis stehen. Wir sind aber am Überlegen, ob wir nicht unseren tollen Zoo mit Aquarium in der nächsten Zeit mal erweitern. Es sind ja jetzt Lego City Safari-Sets rausgekommen, mit jede Menge neuer Tiere, und da haben wir uns gedacht, das wäre doch die passende Möglichkeit, dass wir hier diese Gehege, die doch zum Teil sehr klein sind. Der Zoo war unser erstes großes Mock. Damals hatten wir natürlich nicht viele Steine, auch nicht viel Erfahrung mit Lego. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden, dass wir hier den Zoo ein wenig erweitern können, vielleicht nach links und nach rechts. Dann muss zwar das Arkham Asylum weichen, aber mein Gott, da werden wir vielleicht noch einen anderen Platz finden. Hier haben wir Platz gelassen für weitere Modular Buildings. Hier steht die neue Polizeistation aus dem Jahr 2021. Daneben wird voraussichtlich, auf welche Seite auch immer, weiß ich noch nicht, der Daily Bugle kommen. Den haben wir uns auch jetzt gekauft. Der ist gerade im Aufbau. Der würde hier wahrscheinlich ganz gut hinpassen. Und dann haben wir noch ein bisschen Platz, da natürlich, ich nehme an, Lego in den nächsten Jahren immer wieder mit Modular Buildings rauskommen wird, und da wollen wir uns noch ein bisschen Platz freilassen. Hier hinten haben wir dann noch den roten Bahnhof, der die Ausstiegsstelle für all jene ist, die mit dem Zug an den Strand fahren wollen. Hier ist natürlich auch die Monorail-Station für alle, die ganz schnell an den Strand wollen. Und hier kommen wir dann auch in die Ninjago City. Das ist ein Bereich, den wir jetzt auch demnächst noch überarbeiten werden. Hier haben wir alle großen Ninjago Movie Sets oder Ninjago City Sets, wie auch immer man sie nennen will. Das neue mit den Gardens gefällt mir auch besonders gut und ist wirklich ein Eye-Catcher hier mit diesem hohen Turm in, ich glaube, Türkis ist das. Hier auch ein paar Chinese New Year Sets. Wir haben da gerade noch ein bisschen was im Aufbau, deswegen haben wir das noch nicht fertig gemacht. Der Plan ist, dass wir hier die ganze Straße so wirklich wie Chinatown-mäßig Fliesen und mit so kleinen Marktständen aufhübschen, dass das aussieht wie wirklich, wenn man in China wäre irgendwo. In den Regalen haben wir übrigens Sets, die wir so in nächster Zeit mal vervollständigen werden oder für die wir einfach im Moment noch nicht wissen, wo sie hinkommen, aber die definitiv demnächst in die Stadt kommen. Da sind auch Sets dabei, die zum Beispiel hier dieses Islanders-Set, was ich gerade vor kurzem erst vervollständigt habe. Da fehlen mir noch ein paar Teile, deswegen habe ich das hier mal deponiert. Und dann kommen wir zum Strand, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wir haben hier einen Abschnitt mit Meerwasser, wo ich glaube 12.500 dieser 1x2 Fliesen in Transparent Dunkelblau verbaut sind. Hier sind auch jede Menge Leute am Baden und Bootfahren und Surfen und so weiter. Und natürlich tut sich auch am Strand einiges. Hier wird Handtücher verkauft, hier wird Musik gespielt, hier wird Volleyball gespielt, es gibt Beachbars. Der alte Angelladen darf natürlich auch nicht fehlen und diverse so kleine Surfshops. Natürlich auch die Küstenwache hat hier einen Platz ganz vorne am Meer. Leuchtturm natürlich, wie könnte der fehlen? Hier sogar mit Licht. Hier wird ein Bootsrennen gefahren, also allerhand Zeugs. Dann kommen wir noch zur Fischstäbchenfabrik, die ist auch innen eingerichtet. Hier werden die Fische, die im Meer gefangen werden, werden dann hier direkt in diesem Kabäuschen zu Fischstäbchen weiterverarbeitet. Das ist auch eine ganz nette Story. Und das letzte ist hier der Hafen, wo wir ein paar Boote haben, die Lego in den letzten Jahren so herausgebracht hat. Ich habe versucht, verschiedene Sets, weil ich mag das immer oder wir mögen das immer sehr gerne, dass man auch sieht, wie sich Lego in den Jahren so verändert hat. Wir haben hier in der Mitte zwei etwas ältere Verladekräne aus den 90ern und die Boote dazu. Und rechts haben wir zum Beispiel, ich glaube, den letzten Hafen oder vorletzten, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, das hier war der letzte, mit dem Schiff, der dann dazu rausgekommen ist. Also das Größenverhältnis hat sich ein bisschen verändert, aber das macht nichts. Und dann sind wir wieder zurück am Stadtplatz, wo wir unsere nette Tour durch Wild City gestartet haben. Was kommt zusätzlich noch zu dem, was ich jetzt so gesagt habe? Wir haben vor, wenn ihr vielleicht mit mir herunterschaut, es ist unter der Stadt auch noch jede Menge Zeugs. Wir haben ein paar Ritterburgen, wir planen nämlich noch ein kleines Ritterlayout, vielleicht irgendwo am Rand der Stadt oder auch unter der Stadt. Unter die Stadt kommt auch irgendwo noch ein Unterwasserlayout, das haben wir vor. Vielleicht auch irgendwas mit Minecraft, das würde mir total gefallen, müssen wir mal schauen. Aber wir haben jetzt sowieso fast überall, wo ich hingefilmt habe, vielleicht mit der Ausnahme von der Innenstadt, gibt es noch jede Menge zu tun. Also wird uns nicht langweilig und wir bauen einfach so weiter. Hoffentlich hat euch dieser kleine Rundgang gefallen, dass ihr wieder mal wisst, was bei uns in Wild City so los ist. Es tut sich auch immer was Kleines, was wir da nicht immer filmen oder wir bauen was und vergessen es zu filmen. Das kann natürlich auch sein. Hoffentlich baut auch ihr was Schönes, das wollte ich noch sagen. Macht euch eine schöne Zeit, habt viel Spaß mit euren Klemmbausteinen und dann sehen wir uns demnächst mal wieder bei einem Video. Bis demnächst und tschüss!